Ich darf heute wieder beim Thomas sein, der, ich sag mal einfach, meinen automobilen Traum lebt. Heute stellt er uns einen Wartburg 311 mit einem Dübener Ei hinten dran vor. Thomas, vielen Dank wieder, dass ich da sein darf. Das Obligatorische, es ist mir eine Ehre, es ist mir aber auch wirklich eine Ehre, diese Autos filmen zu können, vorstellen zu dürfen. Und ich würde sagen, sag uns erstmal was zu diesem Wartburg. Wann wurde der gebaut? Vielleicht in welcher Zeit der gebaut wurde? Genau, das wäre erstmal. Ich freue mich auch, dass du wieder da bist. Ja, und das hier ist ein Wartburg 311 mit großem Faltdach in der Deluxe-Variante, bedeutet Zweifarblackierung und wurde so in der Form gebaut von 1956 bis 1965, wobei es dann immer wieder verschiedenste Weiterentwicklungen und Designänderungen gab. Aber das Auto in der Karosserie von 56 bis 65. Genau, also die Motorleistung, die hatte sich ja auch geändert, ja, ne? Richtig. Anfänglich 900 Kubik und dann zu 1000 Kubik. Das 37 PS anfänglich und dann 1000 Kubik mit 45 PS, und auch im Design mit der Zweifarblackierung wurde das im Laufe der Zeit verändert. Am Anfang war die Chromleiste relativ gerade und hier ist das dann schon so dieses geschwungene Design und ja, mit dem großen Faltdach, das war schon eher selten und ja, für die damalige Zeit schon ein kleines Highlight. Sonst schauen wir an der Stelle immer in den Motorraum. Jetzt würde ich sagen, lass uns doch mal diesen Wohnwagen näher betrachten. Wobei Dübener Ei nur die Bezeichnung ist, wie er im Volksmund genannt wird. Die richtige Bezeichnung ist eigentlich Würdig 301. Gebaut in Bad Düben, deswegen das Dübener Ei. Das Ei ergibt sich einfach aus der Form des Wohnwagens. Wie schwer ist dieser Anhänger eigentlich? Leergewicht 270 Kilo und beladen werden darf er auf 310 Kilogramm Anhängelast. Also 40 Kilo darf man zuladen. Es ist eine reine Holzkonstruktion und ist dadurch halt relativ leicht. Und durch die relativ geringe Motorleistung der DDR-Fahrzeuge ein wunderbarer Wohnwagen zum Hinterherziehen. Also könnte man den sogar mit dem Trabant ziehen? Da kenne ich viele Oldtimer-Freunde, die das mit dem Trabant ziehen, und das funktioniert auch ganz wunderbar. Man darf mit dem Wohnwagen nur 80 fahren und ich glaube, das schafft auch der Trabant. Bevor man sich dann zur Ruhe begibt, niemals die Abstützung vergessen am Wohnwagen, sonst ist es dann mit der Gewichtsverteilung so, dass er auch gerne mal nach hinten kippt. Was mir jetzt hier auffällt, auch Thomas, sind das nicht Rückleuchten vom P70? Dir fällt aber auch jedes kleine Detail auf, mein lieber Jan. Das ist richtig, das sind Rückleuchten vom P70. Die sind umgebaut auf eine dritte Phase, weil der P70 ist Bremslicht eigentlich in der Beleuchtung vom Kennzeichen mit hatte. Und das ist einfach rangekommen wegen der Optik am Wartburg, weil die da sehr, sehr ähnlich im Design sind und das einfach stimmiger zueinander passt als die runden Rückleuchten, wie sie original an dem Dübener Ei dran gewesen wären. Ja, Thomas, was mir jetzt hier direkt auffällt, ist deine Weißwandreifen. Sind das die gleichen am Anhänger? Auch haben die gleiche Größe? Oder wie hast du das gemacht, dass das optisch so gut zusammenpasst? Das war ein ganz kleines Problem, weil am Wohnwagen sind die Reifen 13 Zoll und am Wartburg ja 15 Zoll. Und dass das optisch zusammenpasst, das war ja durch langes Suchen, und haben wir es dann hinbekommen, dass es dann optisch identisch ist. Das ist dir besonders wichtig, dass das zusammenpasst. Da bist du großer Ästhet.
Ja. Der Anhänger sieht ja sonst normalerweise auch weiß aus. Ne? Das Ja, hast du es gab ihn, glaube ich, auch in einem hellen Blau, aber normalerweise immer einfarbig. Ne? Und wir haben das jetzt hier wirklich im Design, dem Wartburg und auch in der Linienführung mit den Chromstreifen der geschwungenen Linie vom Wartburg angepasst. Jetzt haben wir gerade die Tür offen, da sieht man es nicht so schön. Aber ja, das war schon wichtig, dass das dann wirklich auch als Gespann zu erkennen ist. Zu diesem Wartburg hier gab es ja auch eine besondere, oder gibt es eine besondere Geschichte. Möchtest du darüber reden? Kannst du uns das erzählen? Gibt es. Ich hatte es ja schon im ersten Video mal angedeutet, wo wir den HT vorgestellt haben. Und als wir den abgeholt haben, den HT, da hat jemand geholfen beim Aufladen und da haben wir im Anschluss das Fahrzeug hier noch dazu erworben. Und irgendwann war er auch mal fast fertig und da ist mein Vater dann leider verstorben und da wollte ich das Auto eigentlich verkaufen und habe zum damaligen Zeitpunkt aber den originalen Kfz-Brief aus DDR-Zeiten nicht gefunden und musste eine Anfrage beim Kraftfahrtbundesamt stellen, dass das Fahrzeug nicht gestohlen ist oder in der Fahndung sich befindet. Und als die Anfrage dann kam, stellte sich heraus, dass das Auto schon mal in Familienbesitz war. Und da habe ich ihn dann natürlich nicht mehr hergegeben. Hast du den komplett restaurieren lassen? Oder also das sieht ja die aus Karosse war fertig geklempnert, fertig lackiert und stand in der Garage, aber war eben noch nicht zusammengebaut und das Fahrwerk war noch nicht komplettiert. Und wir haben dann in wirklich aufwendigen 2 Jahren alles an Teilen im Baujahr entsprechend zusammengekauft und lange gesucht und haben dann das Fahrzeug fertig gemacht. Vielleicht können wir jetzt mal einen kleinen Blick in den Motorraum werfen. Ja, gern. Das ist wieder ganz normale Wartburg 311 Technik, sage ich mal. Da fällt mir auf, die Lampenringe, hat zwar jetzt nichts mit dem Motor zu tun, fällt mir aber gerade auf. Sind das die auch vom Wartburg Sport, die gleiche Größe? Die sind identisch, 200 mm, hier allerdings ohne den vorgezogenen Lampenring, ganz typisch hier mit dem Haifischgrill und der Unterlage am Blinker. Das hatten nur die Fahrzeuge für den Export. Das Auto war eigentlich für den Export nach Norwegen gedacht, ist dann an einen Tierarzt in der Nähe von Schobau gegangen und dann hat mir als zweiter Besitzer mein Vater erworben. Das ist jetzt der mit dem 900 Kubik Motor, ne? Nein, das ist 1000 Kubik Motor, 45 PS, 3 Zylinder, Zweitakt wassergekühlt. In dem Fall hier mit einem Fallstromvergaser. Größtenteils wurden die mit einem Flachstromvergaser verkauft. Außenliegende Wasserpumpe. Oh, ganz klassisch. Millionenfach in der DDR unterwegs gewesen. Hier Veränderung, das Ganze nicht mehr auf 6 Volt, sondern umgebaut auf 12 Volt. Ganz einfach mit der Wohnwagengeschichte, den könnte man, wenn er auf 6 Volt laufen würde, dann auch nur mit einem Auto ziehen mit 6 Volt und das ist nicht so richtig alltagstauglich. Ne? Ich hänge da manchmal auch schnell mal was anderes vorne ran und ziehe den Wohnwagen mal hin und her, aber das würde dann halt nicht gehen, das würde nur mit dem Wartburg gehen. Deswegen haben wir das hier auf 12 Volt gebaut und ja. So, hier steht normalerweise Wartburg 1000 dran. Das stimmt, ja. Warum hast du dir da 311 ranmachen lassen? Das hat mir einfach besser gefallen und
Ja, da habe ich einen guten Bekannten, der hat mir das wirklich so gefertigt als Einzelstück. Und ja, das ist nochmal so ein kleines Highlight. Ne? Eigentlich Wartburg 1000 hätte dran gestanden und ich wollte halt hier nochmal so zur Identifizierung Wartburg 311 haben. Wo sind die preislich jetzt angesiedelt? So also für so ein Dübener Ei ist man irgendwo vielleicht zwischen, je nach Zustand, ich sage jetzt mal 3.000 bis 8.000 Euro dabei, je nachdem, was da nun schon verändert wurde und in welchem Zustand die Hänger sind. Es ist ja wie gesagt eine reine Holzkonstruktion und wenn sich dann durch Feuchtigkeitseinwirkungen schon diverse Schäden, dann werden sie preisgünstiger und wenn sie halt wirklich tiptop in Ordnung sind, dann kosten sie halt Geld. Das ist wie mit allem. Gibt es die noch zu kaufen oder sind die genauso selten wie deine Wartburgs mittlerweile? Naja, es taucht schon immer mal ein Ei auf. Wie gesagt, Zustand ist halt ausschlaggebend. Ich hatte ja vorher einen anderen Wohnwagen dran, aber da war es einfach die Problematik mit dem Gewicht, dass es der Wartburg dann auch zieht. Na, und jetzt bist du ja nur mitgefahren, hast es ja gesehen, es ist eigentlich völlig unproblematisch, das Ei zu ziehen. Aber mit jedem Kilo, was eben mehr hinten dran hängt, wird es halt problematischer. Nee, wir haben keine Zeit von denen, Sie müssen hier rüber. Ja, ich sehe gerade diese Vase, wie gibt es ja beim Käfer auch so eine? Ja. Gehört das hier rein? Es gab es wohl als Zubehör, aber jeder Wartburg hatte es nicht. Ne? Das hier ist dann noch eine besondere, das ist also wirklich geschliffenes Bleikristall. Und ja, leider ein Trockengesteck, aber sonst würde ich ja in der Woche zweimal frische Blumen vom Epps kaufen. Dieses Ablagefach hier? Ja, dieses Netz, sogenannter Reisebegleiter, das ist original Wartburg. Das konnte man im Zubehör so kaufen. Das wird unter dem Armaturenbrett in vorgesehene Schraubenpunkte einfach nur eingehangen und dann kann man hier so Kleinigkeiten, Sonnenbrille, Portemonnaie, jetzt auch das Handy. Früher gab es das ja zum Glück nicht. Und da hat man so ein kleines bisschen Ordnung, weil das Handschuhfach oben ist ja doch relativ klein. Ja. So hier der Aschenbecher, ne? Das ist, da bin ich ja, oder in dem Video mit dem Trabant 600, der hat ja den gleichen, da war ich ja so fasziniert, finde ich auch, das ist halt wirklich noch Design hier, ne? Ja, das ist so, wie es sein soll, ne? Alles noch so schön rund und später wurden die dann ganz klassisch einfach nur eckig, wie sie auch dann die 601er Trabis und 353er Wartburgs hatten, ne? Das ist so dann der Nachfolger quasi. Ja, aber das ist so von dem Baujahr wirklich der reingehört. wie dieser Ventilator? Libelle genannt. Libelle genannt. Ah, okay. Man kann den hier eben über den Feueranzünder, mal sehen, ob ich es während der Fahrt finde, auch anschalten. Ah. Und da hat man dann wirklich auch Frischluft. Ja, das ist schon Klasse. Das ist schon cool. Ja. Gut, das Radio, das sieht man, das ist nicht original, passt hier aber sehr schön rein durch das Chrom und so. Das ist ja, im Retro-Look. Und ist halt einfach der Vorteil, es kommt halt die Musik sehr klar. Normalerweise saß früher hier hinter dieser kleinen Stoffabdeckung der Lautsprecher. Ich habe hinten auf der Hutablage zwei Kugelboxen verbaut. Das klingt dann einfach noch ein bisschen schöner. Und durch das Chrom ist das Radio hier schon relativ zeitgemäß, aber ist eben wirklich neue Technik. Man kann also hier auch die Freisprechanlage vom Handy mit draufgeben, dass die Polizei nicht schimpft, wenn man im Alltag trotzdem mal telefonieren will. Also du fährst tatsächlich auch mit deinen Autos, ne? Ja. Der ist bei schönem Wetter lernt bewegt. Es ist ja ein Fahrzeug und kein Stehzeug.
Wohnwagen, aber wir fahren damit. Ach ja, fühle ich mich gleich zu Hause in meinem Trabant hier, wenn ich den Spiegel sehe. Ja, Trabant 500, original gehört ein anderer rein, aber da habe ich einfach noch nicht den passenden in einem guten Zustand gefunden. Ach so, ich habe jetzt gedacht hier, dass der ist original. Nein. Ne? Wie beim Normalerweise immer oben am Dach verschraubt. Alles klar. Aber ich habe einfach den passenden noch nicht auf Lager. Wie hast du für einen Wohnwagen nachgerüstet? Sozusagen? Nein, das ist einfach Wandblinkanlage, Nebelschlussleuchte und Nebelscheinwerfer. Ich wollte das einfach nicht im Armaturenbrett verbohren, weil die Schalterleiste hier eigentlich für die Licht- und Scheibenwischer-Geschichte verantwortlich ist. Hier hat man dann noch einen zusätzlichen Ventilator und den Schalter für den Zigarettenanzünder. Und ich wollte einfach keine Löcher hier im Armaturenbrett haben für die zusätzlich benötigten Schalter. Deswegen haben wir das hier so ein kleines bisschen außen vor gebaut. So, hier mit diesem Holz abgesetzt und den Stoff. Das ist aber so alles Serie. Das ist alles Serie. Das Holz ist so Original Deluxe, auch mit dem Stoff und dem Leder. Allerdings haben wir das Design ein kleines bisschen geändert. Ne, wenn du hier genau drauf filmst, siehst du, dass es orange vernäht ist, ne, orange gesteppt ist, und das mit dem orangenen Leder, das war so nicht Serie. Aber mir hat das jetzt optisch einfach so besser gefallen, deswegen wollte ich das so haben. Der Sattler hat noch ein kleines bisschen geflucht, als er es gemacht hat, aber ja, es ist sehr, sehr schön geworden. Ja, hier durfte offiziell noch hinten geraucht werden, sozusagen. Ja, hier waren noch Aschenbecher vorgesehen. Das sind hier noch die alte Variante in verchromtes Gehäuse und Hammerschlaglack mit dem hellen Griff. Ja, die sind auch nicht restauriert oder irgendwas, die sind wirklich in dem Zustand wieder nur aufbereitet worden und hier wieder verbaut worden. Also es sind nicht nur Neuteile, die wir hier wieder reingemacht haben, sondern haben auch wirklich alte Sachen erhalten und so wieder verwendet. Ne? Auch die Holzleisten, die sind einfach nur geschliffen und neu lackiert und so wieder reingekommen. Ja, hier siehst du jetzt auch mal schön die orangenen Absteppungen unten im Leder. Ne, war so nicht original, aber ist nochmal so ein kleines Highlight, ne, im Innenraum. Typisch zeitgenössisch hast du hier hinten den Wackeldackel. Ja, Wackeldackel, richtig. Ein Atlas. Atlas, Berlin, Hauptstadt der DDR. Ja, Verbandskasten, kleinen Regenschirm und natürlich eine Rolle Toilettenpapier. Dazu vielleicht als kleines Highlight, das können wir jetzt noch mal mit zeigen. Es ist nicht nur in Farbe und Design angepasst, es ist auch wirklich eine Rolle Toilettenpapier aus der DDR unten drunter. Das sind die Kugelboxen hier, ne? Ja, das sind, wie gesagt, auch nicht alte, sondern das ist auch neue Technik, aber ja, retro gehalten. Na, ich denke, es passt ganz gut hier hinten rein. Ne, wie gesagt, das ist sehr angenehm ist das Fahren halt mit dem Faltdach. Das ist dann so ein bisschen Cabrio-Feeling, ohne dass man so halb rausgezogen wird aus dem Auto. Ne. Für 1956, wo die Autos entwickelt wurden, ist das schon ein Meilenstein gewesen. Nochmal für die damalige Zeit der Griff. Auch damals hatten die Damen ja schon Fingernägel, um dass der Lack nicht zerkratzt. Ne? Drückt man den Griff hinten rein und dann kann man die Tür hier aufmachen, ohne dass man hier mit den Fingernägeln an den Lack kommt.